Hallöchen, heute ein klein wenig verspätet und ich werde auch nicht so lange können, aber es sollte reichen für die äh, letzte Event-Mission hier in Genshin Impact. Heute leider auch ohne Facecam, weil ich so schweinewarm bei mir ist, dass ich euch das nicht antun will, den Anblick. Ich gehe hier quasi, ich schmelze hier so vor mich hin. Kleines Recap, letztes Mal hatten wir uns erst um Xinjiang gekümmert und sind dann zur deutlich spannenderen Mission von Fische gekommen. In ihrem immer Nachtreich, was man da hinten noch sieht. Heute geht es um Mona und wir haben noch überhaupt keine Ahnung, was uns eigentlich erwartet. Everyone, over here! Is everyone awake now? Mona says that she has something important to tell everyone. The first glimmering daybreak after the return of the Immonakreich most certainly revitalizes one's innermost spirits. Ich habe auch nebenbei noch so ein paar kleine Events-Sachen, Herausforderungen gemacht. Ja, die sind nicht so extrem wert, aber ganz nett, wenn er selber spielt, dann schaut er auf jeden Fall mal rein. What Main Fräulein means is that she is ready to take on the next challenge. Fisch hat ihre Depression und Angststörung überwunden. Alright, then I'll get to the crux of the matter. I just peeked into my scry glass and there's a new mirage forming on that island over there. And I have a feeling that this one is my mirage. Oh, so now it's Mona's turn. You were with us for all of ours. Seems like it's time for us to go with you into yours. Well, I'm sure there's nothing to see, really. Ah, sie ist auch schüchtern. Lady Magistus, are you embarrassed? Das würde euch ja nie passieren, ne? No, absolutely not. It's not like I'm worried about everyone judging me after seeing my embarrassingly pathetic mirage or anything. Oh, direkt schon solche scharfen Worte. This emphatic no sounds rather like a thinly disguised yes. Well, astrologists are often regarded as something out of this world, right? But what if my mirage is nothing like that? Dann wäre es doch gar kein Problem. Fret not. Your Prinzessin is not so foolish as to entertain preconceived notions on how thy mirage should or should not present itself. Besser hätte es nicht ausdrücken können. Yeah, me neither. Not that I have low expectations of you, Mona, but personally, I think you're a kind soul, and you shouldn't feel like you have to live up to anything more than that. I'm sure Mona's mirage will stay true to her kind heart. Yeah, and it's not like we're going in there just to do some sightseeing. There's other reasons too, right? Nur sie haben immer so eine gewissen Kern gefunden, ne? Ach so, ja, und die Wahrheit hinter den Illusionen selber suchen wir auch. Really? Well, okay then. I suppose I'm not worried as long as everyone doesn't get too excited. Alright then, let's get going. Die uralten azurblauen Sterne. Das klingt schon sehr astrologisch. Die Insel der Gefahren. Ich weiß gar nicht mehr, welche Insel das ist, die jetzt noch übrig bleibt. Werde ich bestimmt gleich erkennen. According to my scry glass, we've arrived at the mirage. Kleiner Zeitsprung, ist es Okay, abends oder let's nachts? find the entrance first. Sieht so cool aus, diese Schlossanlage im Hintergrund. Is that it? Over there? Ein Wasserspiegel, ha? This looks like some kind of pool. We're not gonna have to swim to get in, are we? Huh? Wait, do we have a non-swimmer among us? Ja. No, I don't think that's the real problem here. Man macht sich einfach, verschwindet sich einfach in eine andere Dimension zu lange. Someone's scared, huh? Well then, I'll go first. Oh, and there she goes. She's gonna show off her oh-so-perfect swimming skills now. Ah, das habe ich ja schon gar wieder ganz vergessen. Damit hat es ja so ziemlich angefangen, ne, dass die beiden sich irgendwie im Schwimmen testen wollten, aber dann sind sie gerannt um die Wette. Please be mindful of your wording, Main Fräulein. Oh,
Let's catch up with her. Oh, schade, ich wollte auch schön mit einem Seemannskörper reinspringen. Das dürfen wir wohl scheinbar nicht. Damn, das sieht cool aus. What a spectacular structure. Also optisch gesehen hat mir das Immer Nachtreich mit Abstand am besten gefallen. Aber das hier sieht auch extrem gut aus. Wow. I've never seen anything like this. Hey, Mona, your mirage is amazing. Though it falls short of the glorious Immonakreich, one must admit that it is an impressive realm nonetheless, Lady Magistus. At least it's not showing me getting lectured by the old hag. Thank goodness. Ich wette, wir kommen noch zu so ein paar peinlichen Situationen. Well, what else would you expect of a genius astrologist's mirage? Okay, let's get started. Okay, ich habe schon gesehen, es gibt eine Menge zum Suchen und Aufheben. Die Sterne hier sind voll cool. Das ist jetzt eine extrem coole Farbkomposition hier. Das goldblaue, leuchtende. Finde ich total cool, das einfach mal so aufzufangen. Was haben wir hier? Aha. Wir müssen Sternbilder suchen und richtig einsetzen. Hier haben wir also einen Sternbildsplitter. Ein geheimnisvoller Splitter, in dem ein Muster aus Sternen eingraviert ist, erscheint der Schlüssel zu sein, um irgendwo ein bestimmtes Rätsel zu lösen. Haben wir bisher nur eins? Nee. Da ist noch ein anderes. Aber wir haben doch sau viele von den Dingern. Ah, wir können wahrscheinlich nur eine Tür auf einmal öffnen, ne? Warum ist die hier bereits offen? Komm mal. Ich nehme an, wir kommen von hier, auch wenn wir in der Mitte gespawnt sind. Ja. Wenn ich das sehe, dann frage ich mich immer, was wohl da hinten ist. Da wird nichts sein, einfach nur leeres Design, aber ich würde am liebsten da hinsegeln. Also gut, wir haben 2 Sternbild-Splitter und ich schätze mal, die müssen ein ganzes ergeben. Ah ne, wir haben 3 sogar. Sieht so aus, als könnte man, glaube ich, das hier bauen. Nee, uns fehlt das untere. Das obere hätten wir, aber nicht das untere. Das hier nach unten und dann... Ergibt das Sinn? Ja doch, das müsste es sein. Das hier nach oben, ne? Oh, nee. Mist. Das untere ist falsch. Ne, sind beide falsch. Ah. Das sah nur so ähnlich aus. Okay. Ja, ist tricky. Ah, vielleicht soll ich bei dem anfangen, wo auch der Pfeil drüber steht. Ja, dann können wir, glaube ich, gerade noch gar nicht machen. So, hier muss einfach nur dann diese Spitze hier drauf. Whoa, it's open! Ja, richtig, ist das so teuer, ein bisschen mehr befeuern sollen. Ah, weil das ist schon gern Anleitung. Eine astrale Vorrichtung. Aha. Können wir verbinden zu Ketten und dann. Also. Aber wo müssen wir sie hindrehen? Oder müssen wir.
Ah, wir müssen das Sternbild hier nachzeichnen, ne? Aber es ist nicht direkt so von der Orientierung. Ah doch, es ist so von der Orientierung her. Oh. Moment, so komme ich nicht. Ha, so komme ich nicht weiter. Oder kann ich? Oh nein. Okay, es resettet sich zum Glück. Achso. Da haben wir es. There's a star over there. Und ein weiterer And now Splitter. it's gone. Let's follow it. Was ist verschwunden? Hä? Okay, ich glaube, ich bin blind. Ich habe nicht gesehen, was verschwunden sein soll. Wir kriegen hier natürlich die nächsten Sternbildsplitter. Oh. Ach so. Einer von diesen Sternen, die draußen im Wasser liegen. Wie viele Zacken hat der? Aber ist nicht zufällig? Ist das Primogens? Nee, ne? Nee, die sehen anders aus. It's Oh. made its way. Oh. I've always been very proud of my talent in astrology. Huh? What in the... Is that my voice? Ich muss by the way gerade als Mona spielen. Okay, jetzt wird's. Wow, jetzt wird's I trippy believe wieder. that astrology is a valuable discipline and that it is capable of revealing the inner workings of this universe. Oh, that's me talking to myself. When people discovered I could perform divination, they began to bombard me with inquiries. Kriegt sie so When zaghaft is my und missing son niedergeschlagen. going to be found? Do they love me or not? Will I ever recover? Der abstrakt mal wieder alles, Being ne? the honest person I am, I told them exactly what I saw through the scryglass. Though honesty may bring about resentment, I couldn't lie in the face of such a noble art. Astrology is a scam. That's insane. Can you please leave me alone now? I need some space. Oh, wie er enger wird. Das war gut gemacht. Sehr abstrakt, aber It felt irgendwie as sehr if I was being ausdrucksstark. stabbed with razor-sharp knives formed by their disappointment. I could see the future, yet I felt miserable. As if I'd fallen into an abyss.
Dann muss ich jetzt erlittenen Treffer auf 0 von 30. Ich schätze mal, ich soll den ausweichen, oder? Und nicht 30 erreichen. What the fuck ist das hier? Oh, ich dachte, Fische wäre die abstrakte Person. Ah, fuck. Meiner war aus dem Sichtfeld raus. Ah, wieder. Den hätte ich erwarten können. Nein! Ah, es war ganz so gut die ganze Zeit. Lady Magistus, this is heartbreaking. Please don't try to comfort me. It'll only make me feel embarrassed. Come on, you don't need to pretend in front of us. You need a hug. No. That was really how I felt back when I first started out in astrology, but I've matured now. I'm no longer so easily swayed by random people's opinions. Who would have thought? Even Magistus, the court archmage, was not spared of vexatious times in her career. It must have been difficult to be misunderstood by others. I'm glad that you were able to move past that. Im Prinzip ist es dieser Teil, der die alle verbindet, so mehr oder weniger, ne? Actually, So, das kann man there are Team hier many von who have allen. given up astrology due to similar circumstances. But I am a genius, so it's only fair that I'm able to accomplish what others cannot. It's pretty inspiring to hear you say all that in an amazing place like this. Yes, good. Keep going. Sorry to interrupt, but the door is that way. Was hat genug gehört? All right. Now I'll let you shower me with praise after all the mysteries are solved. Eher interessant, diese Illusionswelt hier. Einfach endlos. Fast so ein bisschen wie Eisinnere Welt, ne? Huh. The surroundings appear to have changed. This isn't the beach we originally left. The area appears to be the mountains of Mondstadt. Wait, have we been sent back to Mondstadt? Yet the boundless ocean still surrounds us. There should be another pool around here for us to enter. Over here, y'all. Da mal nichts hier rein, ha? Why isn't it letting us enter? Ah, natürlich. Oh, something seems to be floating on the water there. Is it a painting? Or what is it? It seems to be hinting at a specific place. It is anticipating that the Princessin would guide her loyal followers to the location that has been chosen by fate. Why is it always you that has to take the lead? Whatever, doesn't matter. Let's just find this place first. Sie entbettelt von den Leuten mit dem größten Ego. Das heißt, Kasa und Xinyan spielen nicht mit, weil die beiden keine Ego-Probleme haben. Und Fischl dominiert alle anderen. Ne, in eine Richtung. Ah, die Kisten. Aber ich habe rausgefunden, dass man die... Bei allen Inseln bisher konnte man die verschiedenen Zustände wiederherstellen. Heißt, man zu keiner Zeit läuft man Gefahr, irgendwas zu verpassen. I summon thee! That was just the intro. Heat pyrotechnics. Wind strike.
No rest. Lightning flash! Aber wenn sie schon mal so einen mitten im Weg stehen, dann kann man auch schon mal so Tool mitnehmen. Is this an answer from this world? Ah ja, das sieht aus wie die Seite von, die wir gesehen haben. Müsste etwa so hier gewesen sein, ne? Also, soll ich da drauf gehen? Der Punkt war doch eigentlich so auf dem Gras hier. Ah. Feel the beast! Wobei ist wahrscheinlich für die Kiste, ne? Power cord! Och nö. Warum wusste ich, dass das passieren würde? Leave it to me. Ah, gibt eine gewisse Reihenfolge hierfür. Okay, keine Ahnung. Das mache ich ein andermal. Gibt noch irgendwie so eine Reihe von diesen Rätseln mit Oh einer yeah, rock! gewissen Reihenfolge, die ich nicht kapiere, weil es keine Vorlage irgendwie gibt. Was war hier mit dem Auftragsort erreicht? Ich bin auch hier. Soll ich ein Foto machen? Ach, da oben drauf. Ah, das sehe ich jetzt erst. Ja. Da war auch der gelbe Punkt auf der Abbildung irreführend, oder? Oh, was ist das? Wie genau soll ich da hinkommen? Also bei aller Liebe das. Von da drüben? Ah, wow. Ernsthaft, das war... Okay, was auch immer der Stern da oben ist, das scheint noch für später zu sein. Das sehe ich den gerade gar nicht mehr. Doch, da. Blöde Hittichur hat einfach das, was ich gesucht habe. Ich bin extra avoided, weil ich keinen Bock auf den hatte. Okay, können die nächste Tür öffnen. Aber was jetzt schwimmen wir hier drin in der Suppe? Lightning flash! Das ist, ich würde vermuten, diese Tür hier. Sieht zumindest, also das obere müsste ja auf jeden Fall das hier sein. Dann haben wir unten aber... Ne, das untere fehlt noch. Hier führen wir auch die Krone. Ja. Nicht abbrechen. Kann ich die wieder rausnehmen, die platzierten Splitter? Ich glaube, die brauche ich mir nicht. Ah ja.
ich das hier wieder entfernt? Ah ja, hier geht's weiter. Aber ist richtig, dass die entfernt hat, ist sonst wäre ich. Moment. Nee, Unsinn. Das ist. Ich habe die wieder eingefügt, die wir eben hatten. Der kann es ja nicht sein. Das passt nirgendwo rein, dieses Artefakt hier. Das ist doch Quatsch. Hä? Ah. Das ist gleichzeitig auch das. Das ist eins von den Artefakten, die man häufiger verwenden muss. Ich hoffe, man sieht es mir nach, dass mein Bürnhold scheinbar nicht so gut zu funktionieren scheint. Bei dem Wetter kriegt, glaube ich, jeder eine Matschbirne. Was ist denn das Muster? Hä? Ah. Oh lol. Oh, das ist ja fies. Hä? Nee, kommt. Scheiße. Ja, wir anspruchsvoller. Ah, man kann es auch mit dem Bogen machen, das ist ganz praktisch. Ja, zu keinem Zeitpunkt sieht man das ganze Bild, ne? Oh. Jetzt. Nee, ich sehe das falsch rum, ne? Das ist eine ganz andere Spitze. Ich komme gerade nicht auf die Perspektive klar. Einen Augenblick, bitte. Das geht hier gar nicht dran. Das sollte hier aber dran gehen, oder? Hier gibt es ja auch noch eins. Die ganze Zeit die Rechnung ohne das Ding hier gemacht. Das ist die äußere Ecke. Okay. Ich habe ja Zeit das hier außer Acht gelassen und mich gewundert, warum hier nichts hinhaut. Ja, das ergibt viel mehr Sinn als äußerer Rahmen. Oh.
Mann, ich vergesse die ganze Zeit, dass ich die nicht nochmal aktivieren muss, wenn ich sie drehe. So. Wie schließe ich den Kreis hier? Also, ist kein Kreis, aber versteht er schon. Das sollte richtig sein, die Verknüpfung hier hinten. Ist die Frage... Ah. Ah, was mit dem hier? Wo geht das hier hin? Ach man. Boah, das Rätsel war furchtbar. Liegt das an mir oder ist es... Also... Ja, das hier müsste schon die äußerste Ecke hier sein, ne? Und das hier... Jetzt. Das ist die Ecke. Also das da, die Ecke da hinten. Hier ist natürlich angeschossen, aber weil ich klug bin. Nee, Quatsch. Das hier muss logischerweise die Ecke sein. Das ist jetzt komplett gespiegelt einfach. Das Ding ist... Ah, ich glaube, ich habe das Ding gespielt gesehen. Okay, diese ganzen Verbindungen hier verwirren mich gerade. Oh, also. Wenn man denkt, dass das hier die Verbindung ist. Muss ich das hier machen, natürlich, um das weiterzuführen. Halte ich es jetzt mal wieder aus. Ich bin so verwirrend, dass ich das Dreieck nicht mal schießen kann. Also das... Ja, ist ein Viereck und kein Dreieck, aber ähnelt eher einem Dreieck. Ich verstehe das Rätsel nicht. Holy shit. Oh, was hat das hier für komische Muster? Ach, du gehst gar nicht zu deinem Nachbarn hier? Okay. Wow. Jetzt habe ich den Zusammenschluss, aber das ist ja kompletter Quatsch, oder? Ah, lol, nee, doch, das ist es. Hä? So, ne? Nee, wie kommt diese Zacke da zustande?
Wie soll diese Einkerbung da zustande kommen? Das ist unmöglich. Es sind hier... Zwei dieser Sterne sind in der Mitte. Aber ich sehe hier nur einen Stern, der in der Mitte ist. Übersehe ich doch so einen Teil? Haben diese Symbole was zu sagen? Ich bin gerade so verwirrt. Ne, es sind exakt 7 Sterne, ne? Sowohl im Bild als auch in echt. Also in der Replikation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Warum klappt das nicht? Ich krieg diesen blöden Knick hier hinten nicht hin. Ich verstehe nicht, wie das so zustande kommen soll. Ah. Der Knick muss hier zustande kommen, nicht hier. Also was doch gespiegelt? Ja, es ist letztendlich eine Spiegelung von oben gesehen. Hm. Dämlich. Ich fühle mich gerade extrem dumm. Ich mag die Rätsel ja nicht. Bei den anderen habe ich mich deutlich schlauer gefühlt. Aber die waren halt legit einfach inkonsistent. Aber hier hat es so viel mit räumlicher Vorstellung zu tun. Ich hasse räumliche Vorstellung. Ich kann es überhaupt nicht. Astrology reveals the truth Oh, es unreservedly, sind direkt wieder hier. but not everyone is willing to accept their fate. No matter. Running into difficulties is part of practicing the craft. I must also become stronger myself in order to convince people. Ich meine, könnt ihr trotzdem I once met an adventurer on a mountain who also einfach so happened to ins be Nichts picking laufen. fruits. He was even kind enough to share some with me, so in return, I agreed to perform a divination for him. The results were terrifying. I advised him to give up adventuring as soon as possible, otherwise he could meet his end within the next 2 years. Ja, wie geht die He Geschichte fell weiter? silent for a while. Surprisingly, he didn't doubt the results of my divination like others had. But he looked quite perplexed. Even so, I have to keep going. Adventurers can't just give up in the face of hardship. With that, he picked up his pack and headed for the peak. Also das ist das Labyrinth, was uns auch... Ah. Sind wir der Stern? Ja. Okay, aber es ist... Wow, da ist eine gewisse Verzögerung drin, ne? Hä? Ja. Hä? Oh, okay, bin schon angekommen. Das ist ein cooles Schrittgeräusch hier auf diesen komischen Treppen. However, try as I might, I could never forget that incident. Why is that? Oh, das war abrupt. Ich hoffe, ich breche nicht irgendwie Dialog ab dadurch. Ich meine, ich bin nur so schnell, wie mich der Stern geführt hat, ne? We're back again. So, Mona, is that adventurer dead now? That was the only time I ever saw him.
And that was more than 3 years ago, which means he's no longer alive. But isn't there still a chance that he's alive? You know, like maybe you just made a mistake. Ist doch recht ungerecht, oder? You can't call it divination if you reject anything bad and believe the good unreservedly. That's just self-deception. Das ist wohl true. Of course, casually performing divination for fun might be a different matter, but in my field of expertise, there's no room for lies. To contradict my own reading would be a blasphemy against astrology. Cruel, but truthful. Such is fate. I don't usually say things like this, but while we're on the topic, I really hope you don't confuse astrology with those fortune stick peddlers that you see along the streets. Yeah. Astrology does not exist to please. We astrologists are here to verify and witness the truths of this world. That's how the story goes. Which is why astrology is a disdained profession. It is a mighty art, but unfortunately one that annoys people nonetheless. Why dost thou protest so much, Lady Magistus? Thou seems not to be the sort with whom one would be loath to be associated. What Mein Fräulein means is that she's glad to be friends with you. No, that's not exactly what I said. Das ist exakt das Gegenteil. Whatever has gotten into you, Oz, you misinterpret my utterances with increasingly alarming frequency. Oh my, why could that be? Perhaps I have been concerned that Mein Fräulein could offend her friends and have been attempting to soften her words. Although you're the only astrologist I know, you've left an awesome impression on me. Das ist schon echt You're gut, not was annoying at all. Fischl eigentlich sagen wollte. Oder gesagt Those who hat. go snooping around for secrets, yet ignore whatever they don't want to hear, they're the ones who should reflect on themselves. Knowing your fate doesn't come cheap. If one could simply avoid fate with just a few words, no one would have to endure the pain of parting. Mona, don't take others' comments to heart. Follow your heart and never forget what's right. Oh, I don't need comforting, thank you very much. I'm very tough, you know. Wer wird da den Ohren rot? Oh, Ich weiß mal mit den Wangen. well then, thank you. What dost thou say? Speak up and offer your highest reverence and blessings to the Prinzessin. Okay, Your Highness. Instead of making a scene, why don't you go collect the other fragments in the new location reflected by the pool? We can't enter the mirage without them. Wenn selbst Xinyan mal aufhört, ihre Spielchen mitzuspielen. Mein Fräulein, you are the only one with eyes sharp enough to locate the secrets. If that's the case, very well. I shall proceed to the beach. Geschickt eingefädelt. Let's go, Mona. Oh, okay. Coming! Ah, okay. Ich dachte irgendwie kommt jetzt noch was, weil wir jeden noch mal einzeln gesehen haben. Also neues Bild im Wasserspiegel. Der Eingang vor einer Ruine. Jetzt ist der Storch oder Reiher, der die cool. Der es hier gerade aktiviert hatte. Ah. Das ging schnell. Was haben wir hier? Aber ja, ganz schöne Rätsel, ha? Die Elemente beziehen sich wahrscheinlich auf diese Dinger hier, ha?
Und es wahrscheinlich viel geben. Ja. Ah ja, da oben ist Hydro. Wir machen erstmal weiter mit der Hauptaktion, wenn wir später noch Zeit haben, können wir vielleicht ein bisschen hier erkunden. Aber für sich ist das eher eine Sache, die ich offscreen dann, denke ich, mache. Das ist so wahnsinnig spannend. Das ist auch die Sachen nicht vertont und so. Ich werde erstmal um die Charaktere hier. We've returned here once more. Looks like the story's not finished yet. Let the adventure continue. Ja, aber so langsam müssten wir eigentlich tiefer noch an Mona kratzen, ne? Weil, wo waren wir gerade drin? Okay, das hier war es nicht. Ich lasse die mal hier drin, die ich nicht brauche, damit die mich nicht verwirren. Genau, das suche ich. Wobei immer noch dieses eine fehlt. Okay, da kommen wir mal nicht rein. Also müssen wir jetzt die Tür hier öffnen. Ne, das ist falsch. Aha. Ah ja, wenn das nächste Laserrätsel ja noch schwieriger wird als das letzte, dann verzage ich aber langsam. Wo ist der Hinweis? Ja Mann, das ist der Hinweis. Sieht aus wie ein Strichmännchen, das rennt, oder? Nur ohne Kopf. Ein kopfloses Strichmännchen in Eile. Ja, jetzt wieder die Frage, wo fangen wir an? Wäre jetzt einfach, wenn man das so hier nachbilden könnte, ne? Ach so. So aktiviert man die ja. Ne? Okay, das ist so falsch. Wo geht es noch hin? Oh no. Okay, ich hatte gehofft, dass das hier die beiden Beine sind. Aber... Ah, nee, die haben ja nicht jeweils 3. Okay. So ist es nicht. Ah. Ja, das sieht gut aus. Ich glaube, ich habe die Ausrichtung gefunden. Habe ich jetzt nur da. Warum ist das hier? Oh, interessant, ist ja gar nicht aktiviert. So. Ah, das war schön einfach. It's another star. Einfach, weil man auch was erkennen. Dadurch, dass sie es nicht hier nicht kreisrund schließt, also, na, wisst ihr schon, dass es sich nicht in einer Bahn schließt,
hat man tatsächlich Anhaltspunkte, an denen man sich orientieren kann. Man ist nicht ganz halt überlegen, ist das die Ecke hier oder von der Perspektive, von der Seite? Habe ich halt bei dem letzten bis zuletzt nicht gesehen, äh, wie rum das nun eigentlich gedacht war. So cool aus mit der Reflexion und allem. Könnte fast, denke ich, jetzt Raytracing an. Ist ja im Ernst? Das Spiel noch mit Raytracing-Unterstützung? Das wäre sick. It stopped by the water, but didn't go in. Sollen wir jetzt da durch? Seems almost like it's waiting for something. Ah, das haben wir jetzt bekommen. Wofür brauchen wir das Stück hier, bitteschön? Komisch. Yay, ein weiteres Astralrätsel. Ich kann es kaum erwarten. Yippie. Oh. Erstmal ins Planschbecken. Oh. Ups. Das war nicht so intelligent. Das hier würde ich jetzt ganz gerne in echt machen. Oh, mich unter so einen Wasserfall stellen. Ich gehe so ein, ne? Es hat zum Glück heute geregnet. Und zwar nicht wenig. Aber jetzt, wo der Regen weg ist, ist es trotzdem direkt wieder so arschwarm. So scheint die Sonne nicht mehr direkt bei mir rein. Okay, was zur Hölle haben wir hier? Ein Wendelgang nach oben. Unten haben wir irgendeine Kontraktion, die etwas wechseln kann. Vor der Wiedergeburt. Ich schätze, wir fangen mit dem Rätsel an. Vielleicht auch nicht. Das sind noch fancy Effekte, ne? Okay, schauen wir mal, was die Kontraktion da unten macht. Hier gibt es ja jetzt auch noch keinen Hinweis, ne? Ah. Ach du Heiliger. Gut, die beiden sollten nicht so schwer sein. Ah, was soll ist das hier jetzt schon? Ah, da weiß man schon ja gar nicht, wo man anfangen soll. Okay, irgendwie in der Mitte muss es so eine Art Kreuz geben. Okay, ich kann es so hochziehen, wie ich... Ganz in der Mitte trifft sich hier alles einmal. Das hier müsste die Mitte sein. Ist das die Mitte? Doch, ne? Doch, ich glaube, das sieht ganz gut aus. Und dann machen wir hier unten einmal 3 um.
Oh, im Ernst? Na bitte. Numero uno. There's another star here. Was the first star waiting for this one? Ne, ich glaube, wir müssen wahrscheinlich alle holen, ne? Ah, Blank Slate. So. Das müsste ja diese Spitze hier sein. Ich kann jetzt hier nicht mehr... Okay. What the fuck? Cool. Hä? Oh. Interessant. Sure. Das ist abgefahren, aber eigentlich hatte ich nicht vor, das zu machen. Also, jetzt ziehen wir mal den Stöpsel von der Badewanne. Da ist der Stern. Muss ich ihm jetzt wirklich folgen erstmal? Aber was mit dem Zeug da oben? Da war ja noch ein weiterer Stern. Ach ja. Kann ich jetzt trotzdem erstmal hier weitermachen? Also, ich bin gerade so im Flow mit diesen Rätseln. Was ist für wenn man später wieder kommt? Bollocks. Ich hatte jetzt vor, das zu machen, Mann. Hast du vorher schon so geleuchtet? Nee, ne? Oh, wer braucht schon Treppen? Huch, ein Haus? Oh, wait, how the... Another house in Mondstadt? What are we doing in my house? War das nicht uns? Du bist auch die Meisterastrologin. Your house? This is your house? My, how unexpected. I heard Lady Magistus lived a modest life, but this abode... Kein Wunder, dass sie nie Geld hat. Die zahlt auch nicht mal Miete. Look at the labels on these books on the ground. Only one of its kind? 990,000 mora? Hey, that's super expensive! There are so many expensive-looking hardcovers over here. So this is what an astrologist's room looks like. The rooms are exquisitely designed. This place must be very expensive. Also, I'm just occasionally out of mora, that's all. I never said I was a pauper. okay, fair enough. Das hat sie wirklich nie behauptet. You're not? Oh, so what about those times I treated you to meals and had you over to my place for dinner? Aber mein Fräulein, warum redet ihr denn wie ein common peasant? Mein Fräulein, mind your phrasing.
Thou wert blessed with the coveted opportunity to enter the palace of the Immanok Reich and meet with the Kaiser and Kaiserin de Verurtelung. Or hast thou conveniently forgotten this magnificent occasion? Oh, yes! The stew and cold cuts your mother made were heavenly. I could go for some more of that right now. Lady Magistus, this is not the time for such things. Is that Mondstadt cuisine? I want to try some. I heard Mondstadt has lots of local delicacies, especially meat dishes. Then I shall extend to you the honor of meeting the Kaiser and Kaiserin with me on a future occasion. Das geht doch mal was. Hey, we should go too! Now that you mention it, it has been a while since I visited a friend's house. I shall gladly oblige. Oh, but shouldn't we bring some sort of gift? Those two are very kind and understanding, so please, don't worry about that. Just bring yourselves. Das ist aber auch so ein bisschen saloppes einfach, ne, mit those two. You seriously have to try her mom's cold cut platter. It's her specialty or something. Anyway, it's simply delightful. Not to interrupt, but perhaps we should start working on the puzzle at hand? Ever since I entered this place, I have found myself most preoccupied with that ornament. Oh, right. Ja, das könnten wir berühren. Wir können alles berühren hier, oder was? Sind wir wieder zurück? Ne, wir sind woanders. Astrologists are able to understand the most complex signs among the stars. And because of this, they are not allowed to show any arrogance. If one believes that astrology grants them unlimited power, they will face banishment by the stars. Sie dürfen keine Arroganz I zeigen. was ignorant enough to think that I Das understood wurde all aber sowas von fates in the verdammt. universe. Maybe it was some form of punishment. But I became lost. I couldn't see the stars any longer. You should not get confused. If you should become confused one day, not even astrology will be able to help you then. That's what the old hag Es said. gibt irgendwie Dialog dadurch, The einfach nur durch astrologists das can't normal predict our own Langlaufen. Ne? fate. But today, those words seem to carry a different meaning. Manchmal laufe ich, obwohl ich nur so langsam laufe oder so schnell laufe, wie mich das Spiel es zulässt, laufe ich zu schnell. Das kann doch nicht sein. What the fuck? Okay, das geht immer. I understand now that people won't always follow a beacon's guiding light. Even though the way forward may be dark and dangerous, they will still resolutely forge ahead. Okay, das sind nur Sackgassen, das hätte man auch erwarten können. Wenn hier irgendwo Truhen versteckt sind in diesem Bereich, wo man nicht sprinten kann, da bin ich sauer. Das wäre echt fies. Fate is called such precisely because it cannot be altered or reversed. Und jetzt in den Abgrund tragen oder was? Das ist trippy. Ey, das Level-Design ist ja mal wieder so unfassbar geil. Holy shit. I understand the governing laws of the universe and have glimpsed secrets between heaven and earth. Observing it is enough for me. There's no need to force it to change. There are no perfect legends and no heroes that can save everyone. Instead of dwelling on my helplessness, what I should do Oh. Das ist so fett, diese Umgebung hier. is seize my own destiny.
Er achte gerade gar nicht so drauf, was sie eigentlich redet. Einfach das Design so insane ist. Und Knöchel gebrochen. What a magnificent view! Also der hat auf jeden Fall eine sehr deterministische Ansicht mit Schicksal und so. Ja, er gibt Sinn als Astrologin. Wahrscheinlich. Weiß nicht, inwiefern ich dazu stimmen würde. Lady Magistus, I believe this is the firmest evidence yet of your immense genius. You truly are the greatest archmage in the history of the Immonakreich. Aber sagt er nicht, dass sie auch die einzige Magierin ist, die sie je hatten. So ist es auch gleichzeitig schlechteste, technisch gesehen. Thank you. Although the Immonakreich really doesn't have that much of a history. Stars like diamonds and the moon like a pearl. This is the most brilliant night sky I've ever beheld. It's beautiful. To call up such a mirage, Mona must have a vast and boundless sea of stars in her heart. Also was sinnlos. I'm just thinking. These must be the things that we aspire to. This night sky is incredibly beautiful. In fact, I might go so far as to say it's even more beautiful than what I usually see in divinations. All the stars are in their rightful place. This is definitely my mirage. Only here can I see extraordinary sights like these. Extraordinary? Why do you say that? You know, the night sky of Tevat is truly marvelous. All the answers in the world seem to have been hidden within. When is my missing son going to be found? Do they love me or not? Will I ever recover? As your stars move across the sky, they record all your life events in their path. And among all the people in the world, a considerable number will see their stars deviate from their path. When your stars are on track, it means you will be healthy, happy, and at peace. Ja, ich weiß, es ist Fiktion hier, aber irgendwie bothert mich das schon ziemlich, dieser Unfug hier. Conversely, if your stars go off track, everything will get worse. Astronomie ist eine Wissenschaft, Astrologie ist Humbug. The starry sky in my divinations would never look as perfect as this. Some stars would lose their way, and others would fall. I wish everyone could be happy and stay on track. To this end, I offer advice and tell the truth. I know it's useless. All fates are already revealed in the night sky, with mine too, just another among them. I can't change anything. Ah, damn. Determinismus at its peak. Even so, outside of astrology, outside of the words of truth, I still cling to the wisp of an irrational fantasy. We must all live within the Ich confines nicht of wundern, wenn reality, sie but ein paar Werke call von me Kafka in ihrer presumptuous. Bibliothek hat. I still believe in miracles. In this vast sea of stars, there are stars for you, for me, for everybody. Fatalismus, Determinismus. What are the chances of one star encountering another? Are these encounters not the most wonderful miracles in all of destiny? I don't know. Das ist wirklich eine interessante Frage, inwieweit der Mensch einen freien Geist hat. Weil man ja schon über den Verlauf der Geschichte das Gefühl bekommen könnte, dass man sich ständig im Kreis dreht. But within Tevat, the stars in the sky will always have a place for us. Even if astrology is resolutely rational, fate remains arbitrary, cruel. But I think I have figured out what those stars are hiding. Now I will seize my own destiny.
Das Schicksal. Achso, wir müssen jetzt literally die Sterne chasen. Ja, welche von denen ist wohl... Achso. Ah, das eine, der bewegt sich auf einer fixen Bahn. Hab ich. There was a transparent bird made of crystal. It was beautiful and fragile and could sing the most beautiful songs. But since mortals couldn't see it, they believed it to be a trick. How could a transparent bird possibly exist, let alone sing? When the bird heard that, it flapped its wings and flew across mountains and seas all the way to the night sky, where it turned into a star. Its brilliance was so dazzling that it illuminated everyone. It allowed all those that could see it to follow its light through the dark night, to sail through the seas under the guidance of the stars. It was born in wisdom, but trapped in ignorance. It has never voiced a complaint, for this is its destiny. Guiding people to see their destinies is the very meaning of its existence. We're back here again! So, are we completely out of the mirage? Dieser gläserne oder kristallene Vogel hat Mona repräsentiert, oder wie? How strange. My mirage didn't contain any hints on the Ftui or the machine. Does that mean they had nothing to do with these mirages after all? Or perhaps these mirages are a mere consequence and not part of a process at all? Paimon's lost. I mean, these mirages were not steps toward solving the mystery, but rather a direct effect of whatever's going on. Someone did something to bring the mirages into being. As they were just passive side products, it was natural that they couldn't provide us with any useful information. In other words, those mirages were only about ourselves. Pure materializations of ourselves. Interesting. Also, wie es ja war, ne? Bisher von allem, was wir gesehen haben. Everyone, maybe we should go back to where this whole thing began. Super interessant, aber da wird es natürlich viel zu viel Spoiler von der Story, deswegen machen wir das wahrscheinlich nicht. Aber wenn wir Ethers Illusion sehen würden. During our first day on the Da island, fehlt ja im the Prinzip traveler gerade and noch. I checked out the Fatui camp together. We found a strange machine there, as well as some disoriented Fatui. The researcher who spoke to us claimed that the machine was just a Fatui industrial invention. He even promised to not disturb us. Right! And the Cappy Cap guy looked half asleep the entire time. He kept talking nonsense. I wonder, is it possible that madness and mirages are two different outcomes of the machine's influence? If so, everything can be traced back to that damaged machine, except for the difference in how it affects people. This, I believe, is caused by differences between the affected people themselves. Oh, Weil ja hier entweder schon durch die ganze Sache durchgegangen ist, aber auf jeden Fall guten Support an der Seite hatte. when you put it that way, it is indeed difficult to distinguish dreams and hallucinations. So what you're saying is, the device affected us differently because we are different from the Fatui. Yes, and according to our observations over these past few days, I think the difference is that we all have stronger willpower. Yeah, I can get behind that. People with strong willpower will hallucinate instead of falling into madness. But those who break too easily can't maintain a stable mirage. In other words, we should go back to the Fatui camp and destroy that machine right away! No, Sollten wir it das? should be repaired rather than destroyed. Was sagen? What Main Fräulein means is that rashly destroying a machine we do not understand may lead to more serious consequences.
it would be better to find a way to repair it first. Right. It pays to be cautious. Das hat sie zwar überhaupt nicht gemeint, aber ich fand diesmal Übersetzung ziemlich gut. If my guess is correct, that machine is capable of influencing the human brain. So we'd better tread carefully. So let's go now. There's no time to waste. Also Zeilen in die deutschen Untertitel gepackt. Oh, Fortsetzung folgt. Aber ich hoffe, wir sind schon soweit, oder? Ja, Herausforderung, bla bla bla. Ah. Ja, ich hätte auch 2 von diesen Wellenbrech-Herausforderungen mal gemacht. Aber ich wollte... Ah, Schatz sofort. Ist das das Richtige? Nee, das ist auch eine Nebenquest. Ja. Zurück zum Apparat, ja? Oh, was ist in der mittleren Insel diesmal? Es war letztes Mal die Enthüllung von dem Mago Kenki. Weil letztes Mal Inazuma noch nicht draußen war, gab es hier, aber Kazuha war draußen, gab es hier diese Meerlack-Porlinge und den Mago Kenki. Damit man Kazuha schön aufleveln konnte. Oh, der sieht ein bisschen fertig aus. Guy we saw on our first day here? Everyone's gone crazy. Everyone should get out of here. Well, they'll never wake up. But I was right, my precious. You are invincible. Precious? What's his precious? A miracle machine. Definitely not impossible. I think he's referring to that machine. What a drunkard. Oh, goodness. The smell of alcohol. Maid Fräulein, please allow me to fan the fumes away with my wings. Excellent. Please, fan them away from me, too. Oh, mir auch. Certainly. Ah, oh, das ist der Beste. I've checked the surroundings, but there's no one else here. Ich kann es auch nicht, dass du wieder Isn't that persönlich strange? dich The übernimmst. Fatui is a big organization, but he's the only one left at this camp. What's more, we didn't even see him the last time we were here. Even the larger gentleman from the first time is missing. I think they must be hiding somewhere. As for why they may be hiding, I'm afraid we'll have to ask him. But he's as drunk as Tone Deaf Bard. Should we wait for him to sober up? Ich mag sehr die deutsche Übersetzung. Im Original ist sie natürlich auf Venti verwiesen. Was ich auch mag. Cleanse him with the holy spring of punishment. Main Fräulein means to splash him with water. Ooh, sounds like a good idea. Let's try. Oh, what shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? Aber es ist gar kein Segler. Schade. Hey, he opened his eyes. Huh? Hey, are you one of the Fatui? Can you tell us what happened here and what that machine is for? Fatui? Ha! Fatui! Those blockheads from the administration will regret it now! That's what you get for rejecting my research, forcing me to conduct my research on this deserted island. My precious! My precious! Why is he crying? Looks like he has a lot of pent-up emotions.
You mocked me and my precious invention. You don't know anything about the future. Only my invention can help us conquer the world. Ja. Ja, der Typ ist aber auch ziemlich Ding Ding Kuckuck. Idiots. Such idiots. Ow! Don't hit me. I won't blow up the lab again. I'm sorry. I didn't mean to. This man's gone insane. There's no way we can communicate with him. He wasn't like this when we first met him. It looks like the effects have grown worse, to the point of driving him mad. My manuscript. My manuscript. Only that can save. Manuscript? Where is it? Don't yell at me. Don't yell at me. Wow. Official, don't yell at him. Then I'll... Let me try. Ah, was ein Kind sir, großes look at Baby, me. Alter. Now, tell me, where did you hide your manuscript? Ich dachte, dieser andere Fatui ist der. Wir haben ein großes Kind. No, don't force me to write a report. Go away. He's completely lost in his own imagination. Allow me. Muss jetzt jeder einmal ran. Please excuse me. Huch. Jawohl. Go, Kasor. Oh, my butt. My brain is finally starting to work again. It's not a mushy mess anymore. Can you tell me where you put the manuscript? The manuscript. The manuscript is in the crack over there. Hoffentlich nicht in seiner Crack. Finally! Otherwise, I was gonna have to blast some of my loudest rock and roll in his ears. Kazuha hesitated for a long time before making a move. He's so nice. Aber trotzdem hat er die Fähigkeit, das zu tun. Das finde ich ebenso beeindruckend. Everyone, let's search the stone cracks nearby for the manuscript. Oh, weg ist der Typ. Ah ne, hier ist er. Persikov. Quasi hat ihn erstmal ausgenockt. Found it! Ach ja, das ging ja schnell. Congratulations! We found the key to solving the problem. Let me see. Roland ist ein Manuskript und liest es sorgfältig. Just as I thought. This machinery, named cognitive mimicry, is capable of altering the state of people's brains. It was invented by the researcher we met earlier. His name is Persakov. According to the manuscript, the Fatui officials did not support Persakov's research. They believed he had taken the wrong path. Ja, wenn selbst die Fatui das glauben, dann sind wir ja ziemlich fucking, also auf sehr starken Abhängen unterwegs. Oder er ist sogar wieder gut, weil sie so Minus und Minus ausgleicht. But Persakov insisted on putting his machine to use. In order to achieve that, he disassembled the machine and used his connections to transport the parts to this deserted island. How did they find this island? The Fatui's intelligence network is not to be underestimated. Persakov was dead set on carrying out his experiments on this island. Most of his subjects were junior Fatui soldiers who all signed a waiver beforehand. It looks like they really thought this machine would benefit the Fatui. How does the machine work? That's most likely top secret.
The manuscript didn't reveal any details, but Persikov did mention that the machine was modeled after the power of a god. Does that mean there's a god connected to these dreamlike mirages and the Fatui found a way to research it? Welcher Gott könnte solche Fähigkeiten haben? Clearly. Otherwise, they wouldn't have been able to reproduce the god's power. Anyway, Persikov's experiment did not go as planned. The machine broke down just days after it was activated. They tried to fix it, but the technologically illiterate Fatui soldiers completely ruined the machine. Even its most important component of all, the crystalline cores, got ejected and disappeared. A testament to the importance of maintenance in all aspects of life. I believe we can all learn something from this. Persikov may be a mad scientist, but he didn't want to see his subordinates suffer. Besides, if he didn't solve the problem, he would end up going insane as well. As a last resort, Persikov went out on his own to look for the cores. But he was just a sickly researcher, unfit for the task. He had to give up. Then, Persikov went searching for the soldiers who had gone mad and strayed from the group and took them to a hidden cave. Sind sie alle so super mental drauf? Das ist echt cool. I think that was where they were at Oh, the day we spooky, wenn arrived man on das this erstmal nicht island. weiß. Persikov was taking a strong Fatui soldier somewhere. Yes, it took Persikov all of his strength to get all the missing soldiers into the cave. He tried to snap them out of it with music and poetry, but nothing worked. We came here once, but there was no one around. Come to think of it, that must have been the day Persikov was busy gathering the soldiers into the cave. There's good news and bad news written on the last few pages. The good news is, Persikov managed to figure out the location of the crystalline cores by piecing together the snippets of information he could get from the delirious soldiers. The bad news is Persikov failed to revive them and eventually succumbed to the device's influence himself. The last few pages of the manuscript are just unintelligible drunken scribbles. It appears that the responsibility for this issue now falls to my retainers and I. Und das alles im Urlaub, ey. There's a map in the manuscript. The markings should indicate the locations of the crystalline cores. Ja, natürlich oft in der Mitte. Ah, jetzt sind immer noch die Bohrteile. We've got no choice but to find the crystalline cores now! Dann mal an Bord. Wir stechen wieder in den See. So, zuerst zu der Insel hier vorne direkt. Das ist ja mal diese düstere Atmosphäre, ist, ne? Gleich ist wie alles hell, passt mal auf. Und zack. Ah, lebensbrillant. Achso, wir sind ja hier. Was zum Meinst in der Welt? Das sieht ja schon wieder furchtbar aus. Moment, auf dem Maßstab stand doch irgendwas mit Richtung, ne? Das hat sich vorher noch nicht erklärt, was das bedeuten soll. Punkt ist nach rechts, also im Uhrzeigersinn, und Strich ist gegen den Uhrzeigersinn. Kurz, lang, lang, kurz, kurz, lang.
Ist jetzt... Ah, jetzt noch ein zweite Dings. Habe ich das jetzt dann richtig gemacht oder habe ich das jetzt falsch eingegeben? Was war es hier drüben angeblich? Kurz lang lang, also... Ah, Mist, das habe ich eben gerade da drüben eingegeben. Ah, nee, war doch richtig. Okay. This should be one of the crystalline cores mentioned in the manuscript. Kristallkern. Ein ungewöhnlicher Apparat der Vertue fehlender Kristallkern. Meine Güte, was ist das? Kristallkern. Anhand von Persikows Notiz werden 3 davon benötigt, um den Apparat erneut zu starten. Ah, das ist ja... Ich dachte mir schon, dass das interessant aussieht. Das ist so ein... Ne, man sieht hier 5 Ecke. Aber hat man auch so Dreiecke. Ja doch, Dreiecke. Es hat eine gewisse Bezeichnung. Ich glaube, es gibt Fullerene, die diese Struktur annehmen. Der Name entfällt mir nur leider gerade. Time to go. Ah, da ist die Mitte. Ja, das Ding schon mal hier, jetzt musst du mir auch folgen. Ah, jetzt ist ein riesiges Fatui-Camp. Okay, ich hab's aus den Augen verloren. Ah, da oben drauf. Ah. I'll keep this close. Wind strike. Ernst, ist er nicht getroffen? Ah, am Arsch, kein Interesse mehr. Hier hätten wir jetzt 3, glaube ich. Beim Zelt ist es kurz lang. Also sollte ich einfach sagen, rechts, links, ne? Rechts, links, links. Doch, rechts, links, rechts. Und dann links, links, rechts. Ja, gerade hier hin. Immer praktisch. So, ich habe das jetzt das Zelt. Time to go.
Und dann zu guter Letzt hier. Ja. Aber was fehlt denn dem hier noch? Hä? Okay, das habe ich jetzt geblutwurzt. Das sollte einfach nur links rechts gewesen sein. Komisch. Sehr cool. Oh, and here's the second one. Ich höre mal gerade in die Muschel hier rein. Da waren sie noch recht frisch im Verstand. Aber eine Insel, auf der wir logischerweise noch nicht waren. Ein bisschen schade, dass in der Hauptinsel diesmal quasi nichts los ist. Aber jetzt ist mal wirklich hier das ja, Center of Attention im wahrsten Sinne des Wortes. Mit dem neuen, war damals neuen Gegner. Also Fischits kann man sagen, was man will. Fischits Illusion ist immer noch die fetteste von allen. Ist ja so sick. Habe ich uns einfach mal die Gelegenheit hier, um ein Foto zu machen. Nehme ich dafür Fische? Na, ich habe schon nur die Szenerie. Sieht nämlich schon cool aus. So, zurück zum Thema. Wir müssen links, links, rechts und rechts, links, rechts. Hier sind wir beim Boot, da war es rechts, links, rechts, ne? Bin ich das Ding? Hallo? Hier sollte auch so ein Teil sein. Ach, hier. Wow. Jetzt schaue ich sicherheitshalber nochmal nach. Genau, rechts, links, rechts, hier. Oh, und das letzte. Found all the crystalline cores. Let's put them back into the machine.
Interessant, dass sie so das Boot oder die Boothälfte eingearbeitet haben. So, wir teleportieren uns mal zurück. Finde ich angenehmer. Hatten wir unsere Seereise. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das irgendwas We've verändert. inserted all the crystalline cores, Mona. Is that all we needed to do? Die Insel ist auf jeden Fall freundlicher geworden. I think so. That's what the manuscript says, anyway. Let's give it some time. Hopefully it'll return to normal. Ah, es wird gemeinsam gegessen. Nach der Reparatur des Apparats verbesserte die Situation deutlich. Bald waren weiter weg Schritte zu hören. Someone's in our camp. Hey, who are you people? Hold on, look at the machine. Is it fixed? What? But Mr. Persikov is still lying on the ground over there. We're the ones who fixed the machine. Yeah, you're welcome. We could have had a nice, relaxing vacation if all of this hadn't ended up occupying so much of our time. Apologize to me and my retainers at once. Huh? Oh no, I'm out of here. Hey! Don't leave me here on my own. Mr. Persikov's still there. We need to save him. Those two definitely seem a little more lucid now. It looks like we succeeded. Yay! Let's get out of here then. Paimon wants to spend the rest of this vacation back at our own camp. Nein, unser Lager. Das Gold nicht mehr Klee. Yeah, but it feels like our camp now. Kinda like our temporary home. Then perhaps we should call it the Embassy of the Imanakreich and Dodoland. Perfekt. No! That's too many words! Paimon would prefer something easy to remember. Come on, let's go home now. Ah, home. Aber wisst ihr, wenn das Ding hier wieder jetzt ganz funktioniert, sich dann nicht eigentlich alles wieder umkehren? Zum Glück tut es das nicht. Ja, kehren wir ins Lager zurück. Ne? War ja lange unterwegs hier. Dodoko. Ob Venti wieder ans Telefon geht? Whew. After coming home to a nice big meal, then having a long lie down, Paimon's finally starting to feel relaxed. Is the hospitality of the Imanakreich to thy liking? Paimon's loving it. Wonderful. Main Fräulein invited you all here not only to witness the arrival of our Holy Land, but most importantly, she wished that you could all relax and enjoy the summer. Ja. Great. Well, I've come to the right place. I love it here. May this place become an eternal paradise. Ich frage mich, ob wir das jetzt jedes Jahr unter einem neuen Thema zu Gesicht bekommen. Das Goldapfel-Archipel. Würde mich auf jeden Fall freuen. Das wäre so eine Konstante einfach. Aber gleichzeitig halt immer wieder was Neues. Und ganz im Ernst, diese Gegend ist viel zu schade, um sie einfach in eine Mülltonne zu stecken. Main Fräulein says she hopes to go on more adventures with you here in the future. Of course. And you should come find me and Leo when you get the time. I'll show you around. Oh, also, my friend runs the best restaurant in Leo. I'm sure you'll love it. Jo, deine beste Freundin ist auch unsere beste Freundin. If you're into opera, you should go see Yunjin. She's the nicest person, and she likes making friends with new and interesting people. I'm sure the two of you will have plenty to talk about with your shared passion for theatrics. Oh,
If Lady Xinyan speaks so highly of it, then I must entertain the idea. Traveler, I have a suggestion. There's a snack called roasted lavender melon in Inazuma, which goes rather well with fish. Why don't we roast some fruit and seafood for dinner tonight? Ja, gerne. Aber ich schon probiert? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Doch, ich hoffe mal. Oh? Did you try it in Inazuma? That's great. You know, I want to follow your example and travel around the world. Hopefully, I can also make good friends along the way. Warum von ihm in dritter Person reden? Er steht ja direkt vor uns. Das schaffst du sicher. That means a lot coming from you. Ah, you're all here. Ja, wo sollten wir sonst sein? Hä, ist sie nicht mitgekommen? I've noticed an issue. Although we've fixed the machine, as you can see, the mirages on the islands have still not disappeared. Oh, von so weit weg sieht das immer nachträglich nicht so. Sieht nicht so brillant aus. Wie Pappmaché, so ganz billig. I've noticed that too. But considering it took some time for the mirages to appear, it may also take some time for them to disappear. Und das sind zufälligerweise noch so 30 echte Tage, glaube Yes, ich. that's definitely possible. In other news, my scryglass seems to be working fine now. The divination results are also looking about right. Although there are some parts in the results that I don't quite understand. It's as if there is some sort of power surrounding us. And it's still watching us. Alice? Do you think it's caused by the machine? Or perhaps Persikov? Sorry, I'm also not sure. All I know is that the power is not hostile at the moment. Whatever it is, it doesn't seem to harbor any ill Wo will ist die toward ominöse us. Stimme am Dodophone? Ja, wir halten die Augen offen. Well, although there's nothing left to disturb us and we can finally kick back and enjoy our vacation, we still ought to be cautious while we're on these islands. I will keep seeing what the stars say every day. I promised Fischl that I'd be her guard. I can help. Good. I'll be counting on you. Goodness knows why those girls are so carefree about everything. I suppose it falls to me to be extra vigilant. Ja, kleine Pause für Paimon und uns. Oh, coming. Also, Oh, so we're gonna call the tone-deaf bard, right? oder die ominöse Stimme. Well, hello there, strangers. Ach was. You finally called. I thought you were having so much fun that you'd completely forgotten about me. Du hast aber nie geantwortet. Nope. Oh, tone-deaf bard, a whole bunch of really strange things happened. Oh, wir geben ihm eine ausführliche Zusammenfassung. A strange machine that can imitate the power of a god? Wow. I didn't know the Fatui had plans like that. Their imaginations are truly running wild. So, Jetzt lob sie nicht noch judging from dafür. your tone, it sounds like you don't know any more about this than we do. Alas, I am but a humble bard who sings for his Mora in the tavern. Why would I know anything about it? Ugh, so annoying. But other than that, did you two have fun? Absolut. We did! We ate a lot of yummy food and saw loads of amazing things. It was really cool. That's good. The point of traveling is to record any feelings stirred along the way. As long as you had an unforgettable experience, this journey has served its purpose. As for the mysterious voice, although we don't know who it was, not only did she not harm you, she also helped you to gain a better understanding of each other, right? Nicht wirklich, oder? If you look at it that way, maybe she meant you well. I mean, if she was able to intercept Alice's communication tool, I'm sure she's also plenty capable of attacking you. Faires Argument. Tone-deaf bard is right. Trotzdem irgendwie unzufriedenstellend. Und
etwas beunruhigend. I'm glad to bring you some peace of mind. Just enjoy your vacation to the fullest. And don't forget to tell me all about the marvelous mirages when you get back. Ich frage mich, wie Ventis Mirage aussehen würde. I want to record all these beautiful memories and turn them into ballads. Every summer will become an unforgettable song. Ah. Ja, das mache ich gerne mit dir ab. Then I'll just wait for your return. Happy vacationing! If Tonda Fart Da wird im Prinzip gesagt, every summer. maybe there's Also nothing jeden to worry about. Sommer erneut. Eine Geschichte hier. After all, Tonda Fart is still a god. We should probably trust him. Mehr oder weniger. Let's head back. We don't want to keep... Hold on. Did official say earlier that she's going to catch some crabs? Oh, Paimon wants to go too! Now you have solved the mystery. Doesn't it make you feel happy? Satisfied? Ist jetzt in unserem Kopf drin oder was? Don't worry, I won't hurt you. I'm just a little bird that sometimes flies by these islands, and am now watching you from far, far away. Das ist doch eine Kinderstimme, ne? Definitiv ein Mädchen. Aber auch halt ein kleines Mädchen. Ich hätte zuerst gedacht, dass es Klee wäre, aber ja, ist schon anders als Klees Stimme. I just so happened to sense a power here that has something to do with me. I was curious, so I landed on the beach to quietly watch everything that took place on these islands. It was fascinating. The ones who came here to work were so busy, and yet I still saw genuine smiles on their faces from time to time. And then all of you arrived later on, bringing your glorious dreamscapes and wonderful willpower. Your dreams are like the pure and delicate bubbles floating on the water. The more beautiful the illusion, the more it fascinates me. I'm not able to travel myself, but I do admire free spirits like yourself. So, I helped them design a little something for you all. I hope you liked it. Ja, wer zur Hölle bist du? As I said, I don't have an agenda. I'm just a little bird. I stopped here to admire your lives. Joys, sorrows, and all. Die Frage war auch nicht, was du vorhast, sondern was du bist. You are a special person with a unique and brilliant glow. I decided to communicate with you in this way because I'm really curious about you. Muss doch ein sehr besonderes Wesen sein, ne? Ein Arkon? There's no need to wonder about my name. Maybe one day in the future, we will meet in another place. Ist das eine Vorausschau auf Sumeru? Das letzte Mal waren wir hier und haben eine Vorschau für Inazuma quasi bekommen. Würde es Sinn ergeben? Und da stand mal vor der 2.0. Jetzt stehen wir vor der 3.0. Müsste auch Sinn ergeben, wenn das hier mit Sumeru zu tun hätte. When that time comes, I think you'll be able to recognize me. Lesser Lord. Hey, what are you doing? The crabs don't catch themselves! Ah Gott, können Venti und Zhongli das in unserem Kopf drehen? Haben sie zumindest nie gemacht, ne? Ah, da war das Dendro-Zeichen. Okay, das ist der Lesser Lord oder Lesser Lady, I guess, von Sumeru. Fortsetzung folgt. Wahrscheinlich, ich dachte, wir kriegen noch eine Abschlussszene von hier allen zusammen. Das war's also mit den Missionen hier. Die Illusionen haben wir alle durch und wir haben auch das Rätsel hinter den Illusionen gelüftet.
Und wir sind tatsächlich ziemlich perfekt in dem 2-Stunden-Rahmen, den ich so geplant hatte. Ah, das klappt ja alles heute wunderbar. Würde ich sagen, an der Stelle machen wir für heute Schluss. Ich hätte angekündigt, dass es heute nicht so lange gehen würde. Dafür waren die letzten 2 Male 5 Stunden, also so gesehen. Ist das hier der Ausgleich? Ich hoffe, euch hat es auch so gut gefallen wie mir. Also, ich habe jetzt das letzte Event nicht mit gemacht, weil ich ja, wie man auch hier sieht, ein bisschen abwesend war vom Spiel. Aber so an Bedacht der letzten Events, die auch allesamt sehr cool waren, das Goldapfel-Archipel ist schon irgendwie was anderes. Ich mag das sehr. Hat wirklich so ein bisschen Urlaubscharakter. Ja. Falls ihr zufälligerweise auch im Urlaub seid, dann wünsche ich noch einen schönen Resturlaub. Und ja, wir sehen uns nächstes Mal dann. Ich werde die Eventsachen hier, denke ich, offscreen machen. Und wir werden uns nächstes Mal für Story sehen. Oder was auch immer. Mal sehen. Bis dann, habt eine gute Zeit und macht's gut.